was uns halt an Bulgarien hängen geblieben ist, ist halt diese Einfachheit. Die Menschen, wenn man die Menschen kennenlernt, sind halt schon auch ein besonderer Schlag Mensch. Im ersten Moment eher grimmig und wenn man aber mit ihnen redet, sind die auf einmal offen und lachen und erklären halt auch noch, gerade hier in der Region, im Balkan, gibt es viele ältere Menschen, die sind nur froh, wenn du denen was fragst über die ganzen alten Sachen, ob du konservieren willst, ob du Fleisch irgendwie zubereiten, die hören gar nicht mehr auf. Die stehen stundenlang, die hören gar nicht mehr auf, dir alles zu erklären, haarklein. Die sind ja gar nicht scheu oder faul, also die sind einfach nur froh. Diese Wasserhähne, die sind eigentlich vom Berg, da ist eine Schlucht, da ist eigentlich ein Wasserlauf, aber der im Sommer eigentlich, also da entspringt noch eine Quelle, wenn der Wasserlauf stillsteht, kommt trotzdem Wasser aus den Felsen raus. Und den haben wir jetzt gefasst und damit halt das Haus, aber auch die Gärten und die Außenanlagen, wo Wasser benötigt wird. Also bis jetzt hat es gereicht, mal sehen, was die Zukunft bringt. Man weiß ja nie, die ganze Erde ist ja so ein bisschen am Vertrocknen. So kommt es einem zumindest vor, also das Grundwasser so sinkt. Aber bis jetzt ist es gut und wir kommen jetzt mit Duschen und für 30 Leute gut damit klar. Also es ist nicht die einzige, wir haben noch eine Trinkwasserquelle und noch eine zweite Brauchwasserquelle, also für Duschen, Waschen, Tränken oder für die Tiere halt auch. Da hinten ist unsere Trinkwasserquelle. Die ist also schon die wird wahrscheinlich vor 100 Jahren entstanden sein, wo die Menschen tatsächlich aktiv lebten. Und das war die einzigste Wasserquelle, die hier hatten. Alle Häuser gingen da mit Gefäßen sich Trinkwasser holen oder eben direkt aus dem Bach. Und der Bach, muss man sagen, der entspringt hier etwa, also 8 Kilometer von hier weg entspringt der in einem Naturschutzgebiet und es gibt keine Anwohner zwischendurch. Der läuft also die ganzen 8 Kilometer durch den Wald, bevor der hier bei uns ankommt, sodass der eben auch absolut unbelastet ist. Also da haben wir jetzt gerade frei gemacht, das wird komplett zugewachsen und da werden wir jetzt im März, April loslegen zu renovieren, wo dann die Familien mit den Kindern im nächsten Winter dann wirklich unterkommen können. Also wird eine Doppelhaushälfte für 2 Familien und soll komplett alternativ halt renoviert werden mit natürlicher Isolierung, halt, also Hanf-Kalk-Isolierung wollen wir da drauf machen und mit Lehmputz verarbeitet und mit einer Holzheizung, ja, so alternativ wie möglich. Und jetzt kriegt jeder eine Tasse. Kannst du mir für Jürgen eine Tasse geben, bitte? Okay. Also es ist so, dass schon seit Jahren viele Menschen, die uns besuchen und die von unserer Lebensweise angetan sind, dass die sich immer wieder fragen, wir sehen, dass die Sperebus fleißig sind, aber wir sehen, dass du eigentlich das Bindeglied zwischen all diesen einzelnen Individuen bist und so der Impulsgeber. Und was ist, wenn du nicht mehr bist? Was passiert mit den Sperebus? Und ich sage dann immer, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht bestimmen, was irgendwie in der Zeit ist, wo ich selber nicht mehr bin. Ich weiß, dass einfach ein gewisses Potenzial in der Gemeinschaft besteht von Personen, die eigentlich in
zumindest ansatzweise und zum Teil in meinen Fußstapfen treten konnten. Aber man kann solche Menschen, egal wie alt die sind, ob das jetzt Kinder sind, Jugendliche oder auch Erwachsene, man kann niemanden dazu verdonnern, das jetzt anzunehmen und weiterzumachen, sondern das muss aus einem Menschen selber hervorkommen. Und ich sag mal, im Moment sieht es so aus mit all dem, was wir jetzt in den letzten Jahren hinter uns haben, gerade die letzten 3, 4 Jahre Meridian-Expedition, dass auch die ältesten Kinder, aber auch Erwachsene diesen Impuls kriegen, mehr zu tun, wie einfach nur Mensch zu sein. Und die ja im Moment wohl auch den Anspruch ein Stückchen bekommen, dass sie von mir enger angeleitet werden möchten, um eine größere Blickwinkel in die Tiefe, in dem, was mit unseren eigentlichen Augen nicht zu sehen ist, was rein über die Gefühlsebene geht. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich bereit, fast mit 67, wohl jetzt nochmal eine Praxis aufzumachen, wo mehrere von den Spirebus mit sich einbringen werden und wo ich ihnen mehr wie in der Vergangenheit speziell das Geistige vermitteln möchte, weil da einfach welche das Potenzial haben und anscheinend jetzt auch sich der Wunsch aus ihnen heraus entwickelt, sich in diese Richtung einzubringen. Es ist wichtig, dass wir hier nicht mit einfachem Kochsalz arbeiten, sondern ausschließlich zu 100% mit Himalaya-Salz. Weil da einfach alle wichtigen Mineralien drin sind, die man braucht. Und nicht rein Natrium, das eher denn schädlich für Menschen ist. Also der Anfang ist ein bisschen schwierig. Ja, wir nehmen das halt für alles, ne, also zum Salzen im Essen und wir machen auch Sode davon. Da legt man die einfach in ein Gefäß, schüttet Wasser drauf und dann reichert die sich bis zu 26% an. Und wenn das erreicht ist, dann werden die nicht kleiner. Also die kann man dann gut benutzen für Kartoffeln oder Soßen oder so zum Salzen. Da muss man nicht immer das Gestampfte nehmen, weil das ist schon so ein bisschen anstrengend. Dann hole ich das halt hier raus. Und sieb das. Und dann haben wir halt so ziemlich feines Himalaya-Salz. Ja, und wenn man jetzt so ein größeres Glas anfüllen will, ist man schon eine gute Zeit lang beschäftigt mit dem Stampfen. Matthias, perfekt. Wie abgesprochen? Ja. Und den Trockenschrank, ne? Ja. Erstmal. Ja, okay. Wir haben halt im Moment einfach so noch viele vorläufige Lösungen, weil wir halt noch voll im Aufbau sind und das erst so nach und nach entsteht, wie wir das haben wollen. Ich werde das oben noch mal ein bisschen richten. Die sollen halt möglichst eng beieinander hängen, aber sich nicht berühren. Aber das mache ich dann oben im Schrank, sobald ich die Stange hängen habe. Richte ich den noch mal ein bisschen aus. Ich glaube 56 sind es im Moment. Und ja, die lassen wir jetzt mal raus, damit wir hier mal in Ruhe
klar Schiff machen können. Oh, machst du? Okay. Das sind jetzt verschiedene Sorten Schafen mit Schwarzkopf, Weißkopf. Ich glaube, aus ein paar Stellen haben wir die zusammengekauft letztes Jahr im Frühjahr. Das sind halt alles Jungtiere. So, da kommt, alle Mann raus. Aber die machen schon ihre Arbeit, wenn wir hüten sind. Also ich würde hier, wo die Schakale überall sind, also ich würde nicht mehr ohne Hunde gehen wollen. Das ist wirklich so. Ja, willst mal gucken, wer hier ist. Hm? Ja. Wie ist denn das für euch? Ich meine, ihr hütet die Schafe, ihr habt auch eine relativ enge Bindung teilweise, ne? Und wenn ihr die dann schlachtet, wie? Ja, es gehört dazu. Es gehört einfach dazu. Ich meine, ich bin ja auch, ich komme ja aus der Landwirtschaft und ich kenne das ja alles. Also das ist für mich jetzt keine große Gefühlsbewegung mehr. Es gehört einfach dazu und ich finde auch, wie hier geschlachtet wird. Und es ist total klasse und ich merke auch jetzt mit dem Fleisch, was wir jetzt die letzten Wochen gegessen haben, dass meine Energie wieder ganz anders wird und viel besser. Und also als er vom Schiff kam, das war schon heftig. Und das ist jetzt total weg und richtig gut. Und dann bin ich denen hier ganz schön dankbar. Soll ich Lorbeer klein machen? Ja. 3 Blätter? Und 2 große Blätter reichen. Teelicht. Hier unten ist so ein Fach für das Teelicht reinzutun. So, das Teelicht entzündet hat. Das schafft ein klein bisschen Temperatur. Man kann sehen, die Würste, wie viel die schon Farbe angenommen haben. Also die waren viel blasser, heller und fangen jetzt an, so schön orange zu färben. Und diese Färbung, die hat auch mit den Spänen zu tun. Jedes Holz färbt anders und gibt tatsächlich ein anderes Aroma, wie also gab. Also das sind keine Ölfässer, sondern da waren Lebensmittel drin. Wir haben hier so einen Händler, der mit Metall- und Kunststofffässer handelt, wo irgendwelche Lebensmittel drin waren. Und die haben wir uns besorgt und haben die dann umgebaut, Türen eingebaut und so weiter, dass man damit ja eben so auf diese Weise räuchern kann. Und, ja, die Räucherei, die habe ich hier so ein bisschen als mein Hobby erkoren. Neben all den anderen energetischen Dingen, ja, also das ist das, wo ich mir so ein bisschen ja, mich mit auseinandersetze und ein klein bisschen Zeit mit widme, neben all die anderen Dinge, energetische oder all das, was hier mit dem Aufbau und so zu tun hat. Das ist seit Jahren das erste Hobby, seit 18 Jahren das erste Hobby, was ich mich aneignet. Wie gesagt, viele Jahre haben wir ja sowas nicht gemacht, weil wir ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 14 Jahre Vegetarier, Veganer und erst in Afrika mit vielen Krankheiten durch Mangelerscheinungen wir wieder zurückgekommen sind und haben gesagt, nein, das macht keinen Sinn, industrielle, synthetische Vitamine zu sich zu nehmen, um am Leben zu bleiben. Und ja, wir uns dann entschieden haben, dass wir den natürlichen Weg gehen und respektvoll Tiere halten, respektvoll, wir also töten, rituelle Tötungen durchführen, wo immer mehrere Personen bei sind, um die Tiere zu beruhigen. Und da wir grundsätzlich ein sehr harmonisches Miteinander mit den Tieren haben,
haben die Tiere nie Angst, wenn die Tötung stattfindet, und die schlafen einfach wirklich ganz sachte, wie heißt es, neben uns ein. Das hat also nicht einen Kampf oder sonst was darstellt, und da kann man dann ganz gut mit leben. Aber das war damals sehr schwierig, vom Veganer zum Fleischesser sich wieder zu wandeln, aber das hatte einfach auch was mit Vernunft zu tun, weil es wurde uns einfach gezeigt, dass das in dem Lebensraum Westafrika nicht möglich war, ohne Industrieprodukte aus Amerika oder aus Westeuropa zu leben. Ja, das ist unsere momentane Meditationshütte. Die ist bis auf die Dachhaut, ist die komplett aus Material entstanden, was wir hier rundherum ernten konnten. In erster Linie Haselnuss, aber auch Bergbuche. Ja, und hier haben wir schon oft und viel gesessen. Und hier gehen auch jetzt, gerade glaube ich besonders morgens oder abends, viele hin zum Meditieren. Gerade mit dem Bächlein hier rundherum, das Bach, der nimmt auch gerade negative Energien, die der einfach mitnimmt. Und da kann man einfach vieles loslassen, um irgendwo zu seiner eigenen Neutralität zu finden. Ja, ich kämme jetzt die Felle, die wir gegerbt haben, damit einfach noch der Restdreck so ein bisschen rauskommt. Die Kletten, die laufen ja auch über die Wiesen und überall. Die Kletten, die gehen nicht gut raus beim Fellwaschen vorher, und deswegen kämme ich die dann nachher raus. Hier sind so Nester zum Beispiel, dass es einfach auch bequem ist, wenn man dann halt nachher drauf liegt oder drauf sitzt. Wir versuchen es halt wirklich komplett zu verwerten. Es ist meiner Meinung nach einfach Respekt dem Tier gegenüber, wenn man dann halt wirklich alles verwertet. Wir haben ja auch Hunde, die kriegen dann halt auch ihren Teil davon ab. Und dazu gehört halt auch das Fell und das Leder. Ja, das hier ist zum Beispiel jetzt eins, das habe ich noch nicht gekämmt. Das ist auch ganz schön so, aber es geht halt wie gesagt darum, dass der Dreck dazwischen noch rauskommt. Und klar, es ist dann halt weicher auch. Also es wird ja zuerst, wenn es abgezogen ist, man muss darauf achten, dass so wenig Fleischreste und Fett wie möglich noch am Fell ist oder am Leder. Und dann wasche ich es erstmal so richtig. Das ist echt auch viel Arbeit. Und danach versuche ich es zu lochen. Oder es tropft ab und dann loche ich es mit so einem Durchschlag, einfach Löcher reinhauen, rundherum. Und dann wird es eingespannt im Rahmen. Und dann mache ich das mit Aschelauge, die wird dann aufgetragen, damit der Rest von dem Fett und Fleischreste halt noch runtergehen. Es wird dann richtig, ich lasse eine Stunde drauf und dann wird es richtig abgeschabt überall. Und danach gerbe ich mit Gehirn. Also das jeweilige Tier hat meist, also das Tier hat so viel Gehirn für das jeweilige Fell zu gerben. Das ist eigentlich bei fast allen Tieren so oder bei allen Tieren. Ja, das wird dann, wenn es komplett abgeschabt ist, diese Masse halt aufgetragen. Es wird erwärmt und zermatscht. Ja, es gibt verschiedene Methoden zu gerben, aber wir machen es halt eben mit Gehirn. Das funktioniert eigentlich recht gut. So, also im Moment gehen wir jetzt nicht auf Baden, aber wenn es wärmer wird, dann gehen wir schon öfters mal baden. Wo wir am Chile, also am Campo waren, da sind wir auch im Winter auf Baden gegangen, weil da hatten wir auch gar keine Dusche und so. Aber hier ist im Moment nicht so. Ja. Und da hat man es auch gut gemerkt, es tut das Immunsystem nur gut, wenn man oft kalt baden geht, und wir waren auch nie erkältet da gewesen, obwohl wir fast jeden Abend eigentlich sehr kalt baden waren und so. Ja.
Aber kühl, ne? Aber im Winter bleiben wir noch nicht so lange drin. So. Okay, aber auch. Ja, im Prinzip wohnen Mathis, Kolani und ich wohnen halt hier. Und das ist so, wir sagen unter uns, der Junggesellenbauwagen. Bis jetzt ist es noch sehr spartanisch eingerichtet. Der Boden ist mit Pappe geschützt, dass er nicht ganz so abgenutzt ist. Tja, und das wäre es eigentlich schon. Sitzecke mit Tisch. Das hier ist dann der Schlafbereich, abgetrennt. Und wir haben festgestellt, im Vergleich zu den anderen Bauwegen, dort wo es ein großer Raum ist, dass das für die Temperatur ein Riesenvorteil ist. Abends ist es braucht zwar länger, bis es halt warm ist, aber wenn es dann warm ist, hält es die Temperatur da drinnen auch einfach besser. Wenn man jetzt zum Beispiel morgens hier rauskommt, ist halt schon ein Temperaturgefälle von hier nach hier. Also es ist schon angenehmer so. Wenn man sich zurückziehen will und einen Rückzugsort sucht, dann geht man halt hier im Bauwagen und dann schließt man am besten hinter sich ab, sodass man nicht reinkommt. Aber das kam bisher, keine Ahnung. Ich habe bisher noch nie hinter mir abgeschlossen. So. Ich habe ja ich wollte ja in der Gemeinschaft leben. Deswegen, ich suche ja die Nähe zu anderen Leuten. Und ja. Nee, klar, steht mir auch der Sinn nach einer Partnerin, muss ich ganz klar sagen. Aber das ist jetzt in dem Bauwagen gerade noch nicht so vorstellbar. Zumindest nicht für traute Zweisamkeit. Ne? Aber das ist ja alles noch Zukunft und wer weiß, was noch die Zukunft bringen wird. Ne? Die Tiere, die lesen. Okay. Fängt man da an? Na klar. A und H. Hallo. Guck mal, was ist das denn da? Auch das ist ein E. Genau. Ali. Alle. Malen. O. Mo. Was ist das denn da? Ein A. Alle malen. Anna. Alle malen Namen. Richtig, gut. Wenn hier einer käme und mich zwingen würde, meine Kinder zur Schule zu schicken, dann würde ich das Land wahrscheinlich auch wieder verlassen. Weil das ist für mich eigentlich der größte Punkt. Ich will nicht, dass meine Kinder in dem System rein müssen, gezwungen werden müssen, auf der Art und Weise halt zu lernen und zu leben. Weil meiner Meinung nach macht das halt Menschen kaputt. Und ja, das ist mir bei meinen Kindern einfach so wichtig. Das werde ich alles für tun. Und du? Also ich versuche schon regelmäßig, gerade jetzt im Winter hat man halt mehr Zeit auch. Und es ist uns schon wichtig, dass sie halt lesen und schreiben und Mathe halt können, so zumindest die Grundrechenarten und ja, so die Basis eigentlich. Und gerade mit den Großen machen wir es dann so, wenn sie sich wirklich interessieren für irgendwas, dass wir dann halt gucken, dass wir auch im Internet oder dass sie sich einfach selbst auch erkundigen oder gerade Mathis ist so ein Beispiel, der hat sich mega für Erdkunde interessiert und dann hat er sich halt einen Atlas geholt und hat den wirklich studiert und gelernt und dem liegt das dann einfach und dann geht es halt auch einfach von der Hand. Und dann lernt man halt auch eher, als wenn man es so reindeut und es geht in das eine rein und das andere Ohr wieder raus. Von daher, wenn sie sich wirklich interessieren, dann kommen sie und fragen und dann versucht man halt da ja, denen was beizubringen oder einfach zu gucken, dass sie sich selbstkundig machen. Schreiben? Ja, der hat sich erfolgreich gedrückt gerade. Nein, ich wollte mir Der hat Werkunterricht. Der baut sich ein Regal.
Der Akku. Wie lange brauchst du jetzt für so einen Koch? Schwer zu sagen, 3 Stunden vielleicht so. Ist das eher so was Meditatives oder ist das Arbeit? Kann man schon auch meditativ machen, ja. Jürgen sagt zu uns immer, so kann man alles mit meditativ machen. Aber leider schaffen wir eigentlich viel zu wenig, die Arbeit mit meditativ zu machen. Also es ist so, dass die Deutschen nach Togo gegangen sind. Dann haben die irgendwann entschieden, dass die irgendwie Hilfe anbieten, die Afrikaner die Hilfe anbieten. Für die Leute erst waren für die waisen Kinder. Ich war auch eine von den waisen Kindern, ganz oben im Norden, also in Togo. Und dann kamen die eines Tages von unser Dorf. Ein Bürgermeister hat uns gesagt, dass hier so und so das Deutsche gibt, die Kinder helfen wollen, die keine Eltern haben oder in Not sind. Ja, mit meinem Onkel haben die mit meinem Onkel so gesprochen. Ob ich auch nicht so vielleicht hingehen sollte oder so. Ja, ich war damals, habe ich auch viele Sachen noch nicht verstanden. Alle. Ich war noch 14 Jahre alt gewesen. Ja, und so kam es eigentlich, dass die Deutschen uns als Waisenkinder aufgenommen hat. Und für mich war auch, wo ich in diese Gruppe gekommen bin, hat eigentlich nicht lange gedauert. Für mich habe ich mich interessiert von Jugendarbeit und habe auch viele Fragen dazu gestellt. Von viele Sachen, weil ich zum Beispiel über Träume, über das Leben, warum man lebt, warum man träumt, warum man lebt einfach nur so und dann sterben. Was für einen Grund das gibt. Und früher wusste ich einfach alles gar nicht. Und jetzt kann ich zumindest mal mit Verstand, weiß ich, warum man lebt halt. Ne? Und da hat es mir eigentlich Motivation gegeben, in dieser Gruppe zu bleiben. Also ohne das weiß ich nicht, ob ich jetzt in der Gruppe wäre. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil es ist auch nicht relevant eigentlich. Also das hat meine innere Hoffnung erweckt. So. Wir hatten bis zu 56 Kinder in unserer Obhut in Afrika. Und die Kinder mussten aber nicht dabei sein, wenn wir Spirebus uns über Spiritualität unterhalten haben. Wenn wir uns unterhalten haben, wie wir mit einem Stück Land umgehen, um dort Dinge anzubauen, wie wir mit Tieren umgehen, in Respekt. So, und wie gesagt, Kolani war eben kein Kleinkind, sondern er war schon 14 und Kolani hat irgendwann dann auch angefangen, viele Fragen zu stellen und anscheinend hat er die richtigen Antworten bekommen. Dann gehen wir Eier holen. Nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Wie lange hat es gedauert? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, vielleicht so 1,5 Stunden oder so. Rrr. So, gucken, was sie heute gelegt haben. Ne? Hier 1. Und da unten sieht man nicht. Im nächsten Nest. Ich muss auch zu Hause zählen, gucken, wie viele heute die gelegt haben. Also es ist eine Art zu kochen, die haben wir kennengelernt, als wir in Togo waren. Und ich muss sagen, ich habe halt früher noch nicht mal auf einem Holzofen gekocht, sondern traditionell auf einem Elektroherd. Ja, Schalter umgedreht, ein paar Minuten gewartet und dann war halt die Hitze da.
Und als wir dann in Togo waren, haben wir uns ja für ein naturnahes Leben entschieden, beziehungsweise entschieden, uns halt, wie soll ich das sagen, weiterzubilden, wie natürlich man halt leben kann. Und dort kocht halt jeder auf einer Feuerstelle. Und wir haben halt Kulani bei uns mit im Team, der ist Experte in Feuerstellen bauen, so wie man hier sieht. Das sind dann 3 Steine, sicher in die Erde eingelassen, in einem entsprechenden Abstand, einer entsprechenden Höhe, weil unten muss genug Luft reinkommen, damit das Feuer halt auch ordentlich brennen kann. Auf der anderen Seite muss man halt gucken, welchen Abstand die Steine haben, weil je nach Größe des Topfes braucht man natürlich mehr oder weniger Umfang, damit der Topf auch drauf passt. Bei uns war es halt gerade in Togo so, wir waren ja teilweise, wurde bei uns gekocht mit bis zu 70, 80 Personen, morgens, mittags, abends. Da haben wir dann die große Topfvariante bevorzugt und dann haben dann meistens so Kathi, Anna, Gabi, die haben halt dann für uns als Team und aber auch für die 50 Waisenkinder, die wir hatten, halt 3-mal am Tag gekocht. Weil für uns war halt klar, aufgrund der Parasiten und allem anderen wollten wir halt nichts kalt essen. Und für uns war es halt wichtig, dass wir hygienisch und einwandfrei zubereiten und deswegen die Feuerstellen. Und das haben wir halt beibehalten, weil ich muss auch sagen, für mich persönlich ist es so, ein Essen, das auf einem Holzofen oder auf einer Feuerstelle zubereitet ist, schmeckt einfach besser. Schmeckt natürlicher, schmeckt herzhafter, schmeckt einfach gut. Hier kann man schon mal die erste, sag ich mal, Investition sehen, die wir jetzt mal gemacht haben, die für den Garten sehr wichtig ist. Hier der ganze Buschwerk wollen wir halt zu so einem Biomeiler machen, dass wir halt eine große Menge wirklich gute Komposterde kriegen. Also, weil die Böden hier in den Bergen sind sehr, sehr, sag ich mal, tonig, lehmig, wenig Humus. Und da wollen wir halt jetzt wirklich eine große Menge machen. Hier unten 2 so runde Biomeiler von 6 Meter Durchmesser. Dieses kleine Dorf ist ja dann hoffentlich in 2, 3 Jahren schon relativ autark, sodass man wirklich jetzt mit Kompost und so die Böden so herrichten kann, dass halt wirklich das Gemüse und alles, was wir halt hier brauchen wir sind ja jetzt 30 Leute, ja, hier angebaut werden kann. Klar, Getreide ist immer schwierig, gerade hier in so Bergregionen, aber auch irgendwie machbar, aber das ist in der Zukunft. Jetzt ist erstmal wichtig Kartoffeln, Gemüse, alles was dazugehört mit den tierischen Produkten, dass da halt einfach mal in die Schnelle halt alles da ist. Ja, hier ist jetzt unser Zwiebel-Knoblauchfeld, was wir letztes Jahr angelegt haben. Ich kann direkt vorneweg sagen, habe jetzt festgestellt, hier mit diesen schweren Böden, dass es eigentlich besser wäre, die Zwiebeln wirklich auf den Hügel zu setzen. Also so einen kleinen Hügel haben wir jetzt nicht gemacht, müssen wir nächstes Jahr nochmal anders machen. Das ist jetzt nicht ideal, aber ist halt jetzt so dieses Jahr. Und vorgesehen ist natürlich vorgesehen ist, da sind noch leere Reihen, da sollen noch Möhren noch mit rein und Pastinaken, die dann halt mit den Zwiebeln und Knoblauch gut zusammenstehen können. Drüben ist noch ein Gerstenfeld, was man, wenn es ein bisschen gewachsen ist, ernten kann für die Tiere. Und ein kleines Erbsenfeld dabei und hinten auch nochmal Zwiebel, Knoblauch und ein bisschen eine Freifläche, wo auch nochmal Gemüse angebaut werden kann. Letztes Jahr hatten wir hier Kartoffeln. Das ist ungefähr knapp, kein ganzer Dekar, also knapp 1000 Quadratmeter groß die Fläche. Ja, da hatten wir letztes Jahr 2 Tonnen Kartoffeln geerntet. Seit vielen Jahren wissen wir darum, dass nicht nur eine menschliche Seele im Menschen reinkarniert, sondern zu dem Zeitpunkt, wo die menschliche Seele in den Kindskörper einfließt, fließt auch das geistige Vorbild dieser menschlichen Seele in Mutter Erde ein. Und es ist ja eigentlich von der Schöpfung so angelegt, dass Menschen in Naturlandschaften leben. Und in so einer Naturlandschaft würde dieses geistige Vorbild auf alle natürlichen Pflanzen einwirken. Das heißt, wenn man barfuß durch eine Wiese geht, ist jeder Grashalm, wo die Energie des geistigen Vorbildes der menschlichen Seele drin ist. Dasselbe, alles, was man selber in Liebe kultiviert, wo keine Chemie drin ist, was natürlich und mit Liebe angebaut wurde. Überall ist eine
Spiegelung, eine Reflexion von dem geistigen Vorbild drin. Und wenn man diese Nahrung jetzt zu sich nimmt, ob das eine Brombeere ist, ob das ein Eichelkaffee ist, den man sich selber herstellt, ob das ein Weißkohl ist oder Kartoffeln, überall ist diese Reflexion von diesem geistigen Vorbild vorhanden. Das nimmt man mit der Nahrung auf und darüber entsteht eine Energie im Körper, die die menschliche Seele unterstützt, das tun zu können, weshalb Menschen existieren, und zwar Läuterung stattfinden zu lassen. Und Läuterung bedeutet für uns, dass die Schattenseelenteile einer menschlichen Seele sich zu Licht entwickeln können. So, wenn man jetzt sich vorstellt, man lebt in einer Stadt, die zu betoniert ist, da kann dieses geistige Vorbild schon fast gar nicht auf uns einwirken. Wenn wir jetzt auch noch Tomaten aus Spanien essen, Paprika aus Ungarn, also weit weg von unserem eigentlichen Lebensraum, dann kann niemand erwarten, dass in diesen Nahrungsmitteln tatsächlich eine schöpferische Liebe drin ist, die uns unterstützt, das zu werden, was wir gerne werden wollten. Ja, hier ist jetzt das Lagerhaus. Also momentan ist es unser Lagerhaus, was eigentlich in Zukunft für Besucher, Gäste entstehen soll. Der Vorbesitzer hat da diese Styropor-Isolierung dran gemacht, die wir dann wieder abreißen, weil sie halt einfach, ja, in unseren Augen nicht das Richtige ist und halt auch wegen, es ist halt nicht ökologisch und ja. Das ist natürlich jetzt das erste Jahr, wo man halt gucken kann, wie viel. Also das ist jetzt ein Regal, wo halt Tomaten, Paprika, Zucchini, eingemacht, alles aus dem eigenen Garten. Teilweise auch Sachen auf dem Markt gekauft, jetzt Pimas oder so, wo wir letztes Jahr noch gar nicht zu kamen. Hier, also Kirschen in der Region hier geerntet, im Wald. Ja, halt alles so. Es sind hier noch mehr Regale. Ja. Auch Mangold und verschiedene Grünkohls, so Blattkohlsorten. Ja, am Schluss eins für euch machen. Ja, okay. Dann kannst du für dich was ausrollen ganz zum Schluss. Wir haben bestimmt noch genug Teig. Kann bestimmt einer. Mario ist doch gut, da kann er schon gut rumsehen. Ja, aber jetzt kriegen wir das nicht genau. So, kriegst du noch eins? Das können wir jetzt nicht stören. Genau, immer wieder ins Mehl, das nicht so klebt. Das Mehl klebt dann da drin. Komm mal her. Das ist einfach zu kalt ohne. Okay. So. Der fährt nämlich sehr gerne Schubkarre. Und so kann ich auch mal Wasser holen. Komm, Bommelmann. Hier ist das erste für dich. So. Also wir backen jeden Morgen 8 Brote. Ja, für 30 Leute, das ist eigentlich schnell weg. Wir machen halt abends auch oft dann, also morgens zum Frühstück Brot und abends zu den Resten, die wir haben, halt auch noch, essen wir dann auch noch Brot und dann geht halt viel schnell weg. Ja.
Ja, wir hatten mal Roggen angebaut. Ja, und Reis, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Getreide. Und da hatten wir auch ein bisschen Pech, weil dann gerade in dem Jahr so eine Maikäferplage war. Da haben wir dann mit allen Leuten jeden Abend die ganzen Maikäfer abgesammelt. Das war. Aber dann sind wir immer erstaunt, wie viel wir dann schaffen können, wenn wir alle zusammen was machen. Puh, also ich persönlich habe nie eine Küchenmaschine gehabt. Und es ist einfach auch eine ganz andere Energie, ob man jetzt selber das am besten mit Freude macht oder ob man halt eine Maschine anschmeißt. Wir haben schon viel enger geschlafen. Ja. Wir sind eigentlich froh, dass wir jetzt so leben, weil auf dem Schiff war es enger und vorher auf der Finca in Gomera war es noch enger, weil es halt noch nicht gewachsen war. Da waren wir ja auch noch im Aufbau und da war das noch nicht so wie hier und das ist für uns Luxus. Ja, eigentlich klasse. Also jeder hat ja so sein Bett, also für mich ist das so ein Rückzugspunkt, wo ich mich dann zurückziehen kann, wenn ich was lesen oder was schreiben will. Also mir langt das vollkommen. Ja, also ich habe das schon auch manchmal das Bedürfnis und manchmal klappt es, dass ich dann hier bin, wenn keiner da ist, ein andermal nicht, aber das ist dann auch okay. Und ja, und wie Margot sagt, also man kann ja auch draußen sich zurückziehen, wenn einem danach mal ist. Und dann haben wir die Medihütte. Genau. Da sollen wir uns hier zurückziehen. Also das wollte ich auch gerade sagen. Also wie gesagt, wir haben hier die Natur, wo wir dann halt auch einen Spaziergang machen können oder wenn ich wirklich mal Ruhe haben will, dann gehe ich in die Medihütte. Und wenn es nur für 10 Minuten ist oder manchmal auch länger. Aber das hilft auf jeden Fall, wenn wir so ein bisschen runterkommen. Ja. Klar, wir haben uns ja auch zusammengerauft. Guck mal, wie viele Jahre sind wir jetzt schon zusammen? Zwischen 18 und die halt eben später dazu kamen. Wir sind ja alle jetzt schon, wie viele Jahre? Ja, die zuletzt dazu kamen, 6 Jahre seid ihr doch auch schon dabei oder 4 Jahre dabei. Das wächst halt eben zusammen und gibt immer Situationen, wo es halt eben auch mal nicht klappt, das ist ja klar, gell? Und ich denke, da muss man halt eben auch Toleranz aufbringen. Ich habe immer Hunger. Also wahrscheinlich 2 Pfannkuchen für jeden. Das nützt uns jetzt nicht viel. Sven und Manni sind unterwegs, damit wir ihm noch was wegstellen.